Hi, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute unsere Top 10 Sommerdüfte dabei und ich sag mal so, wir haben aus jeder Duftrichtung so ein bisschen was mit dabei und auch Düfte, die relativ neu bei uns im Sortiment sind, von dem her wird es richtig spannend für euch. Der erste Duft ist auch so einer, der sehr, sehr neu bei uns ist und zwar von der schönen Marke Costume National. Genau, wir haben euch den Paper Plane rausgesucht. Paper Plane ist ein synthetisch frisch grüner Duft. Mich erinnert er auch ganz stark an Moleküldüfte, total unisex-tauglich, passt sehr, sehr schön zur warmen Jahreszeit, weil er einfach diese Portion Frische mit sich bringt, ein bisschen holzig ist, ein bisschen würzig. Ich finde auch pfeffrig. Sehr pfeffrig am Anfang, ja. Das Genau. kommt sofort in die Nase und Weihrauch. Also einen leichten Weihrauch, aber es ist kein dunkler Weihrauchduft, sondern für mich eher so ein sehr weißer, heller Weihrauchduft. Auch wenn der Pfeffer am Anfang auf jeden Fall ordentlich in die Nase geht. Ich würde sagen, es ist jetzt auch vielleicht nicht der klassischste Sommerduft, aber man kann ihn wirklich sehr, sehr gut in den warmen Jahreszeiten tragen, weil er einfach nicht zu intensiv ist. Der nächste ist vermutlich ein ziemlich klassischer Sommerduft, wenn man so in den Sommer denkt. Sommer-Vibes, Cocktails, blaue Sommernächte, Musik. Der riecht schon richtig lecker, als du den aufgetragen hast. Also im wahrsten Sinne des Wortes lecker. Aber du musst erst mal verraten, um wen es geht. Genau, das ist von Xerjoff der Cruz del Sur 2. Ein sehr fruchtiger, ich würde fast schon sagen Mango-Duft, weil die Mango so prominent in den Vordergrund rückt. Was würdest du sagen, Männlein, Weiblein? Also theoretisch können den beide tragen. Weil ich würde ihn tragen, du würdest ihn auch tragen, oder? Unter Vorbehalt, also mir ist er tatsächlich fast schon zu süß, zu fruchtig. Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Frische oder der Moschus, der die Süße so ein bisschen rausnimmt. Ich habe ihn ein paar Mal getragen. Ich finde, er wird mit der Zeit sogar noch süßer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Männer da draußen gibt, denen es gefällt. Also ich trage ihn total gerne. Er ist wirklich sehr, sehr schön fruchtig. Für mich hat er schon einen leicht femininen Touch, deswegen habe ich auch gesagt, ich würde ihn auf jeden Fall tragen. Ich kann mir gut vorstellen, auch zum Weggehen, also auch für abends, weil es ist ein Xerjoff-Duft, das heißt, er hat auch eine gewisse Intensität. Kann man wirklich super, super tragen. Jetzt so tagsüber, ja, wobei würde ich ihn auch tragen. Ich glaube, ich würde ihn auch im Alltag tragen, nicht nur zu besonderen Anlässen. Aber aufpassen, der ist schon intensiv. Wir gehen von fruchtig zu grün mit dem You or Someone Like You. Von Etat Libre. Wir haben hier einen sehr süßen, sehr süßen Minzduft. Das ist wie so eine gezuckerte Minze in Verbindung mit einer Frische, Grünnoten. Sehr speziell. Für mich auf jeden Fall ein Charakterduft. Sicherlich auch ein Duft, der aneckt und der auch nicht jedem gefällt. Sehr, sehr cooler Duft für alle, die wirklich diese grünen, wie Alex gesagt hat, minzigen Düfte mag. Und der hat auch schön Körper, weil wir haben ein bisschen Blume auch mit drin. Ich finde, die schiebt sich jetzt nicht total in den Vordergrund, das nicht, aber dadurch bekommt er einfach Körper. Und ich finde, obwohl es eben so ein grüner Duft ist, hat der echt eine super gute Haltbarkeit. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil oftmals sind so grüne Düfte ja ein bisschen so kleine Wässerchen, aber ich finde den You or Someone Like You super angenehm zum Tragen. Und auch diesmal gibt es was zu gewinnen. Und zwar, du kannst gerne dir einen dieser Düfte als Monatsprobe aussuchen. Schreib uns einfach gerne in die Kommentare, welchen dieser Düfte du erleben möchtest. Wie machen wir es? Es gewinnen 2 Leute, einer. Darf ich dir aussuchen? Gut, dann gewinnen diesmal 2 Leute. Ja, guck mal, Alex ist heute gnädig. Ganz, ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Wie ihr genau teilnehmt, findet ihr auch in der Description. Jetzt kommen wir zu einem feinen Gurkenwässerchen. Wir bleiben in der etwas grüneren Richtung, zumindest wenn wir an Gurke denken. Haben wir was Grünes im Kopf, auch wenn der schon anders ist als der You or Someone Like You. Von Cana Barcelona, der Salado. Und das Gurkenwässerchen, das sollte gar nicht despektierlich sein oder abwertend. Ganz im Gegenteil, wahnsinnig schöner, frischer Duft, wo meiner Meinung nach die Gurke sehr, sehr stark prominent im Vordergrund steht. Lisa hat es mal ganz schön beschrieben, wenn man so eine Gesichtsmaske macht und dann so Gurkenscheiben auf die Augen legt. Diese Gurke, die man so dann in der Nase hat. Ja, sehr, sehr frisch, sehr saftig der Duft. Toller Alltagsbegleiter auch, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn man am Wasser ist. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir Assoziation mit dem Duft von Wasser mit drauf. Also er ist einfach frisch und hat trotzdem eine leichte, gewisse Süße. Ist eine tolle Kombination. Würdest du den als Mann tragen? Würde ich auf jeden Fall machen. Ja, cool. Next one. Ist der Veritas von Memoirs London. Und damit gehen wir so ein bisschen in karibische Vibes über. Oh, sehr schön. Für mich so eine Art
Pina Colada. Ja, schöne Kokosnuss. Das ist wirklich so eine Art Pina Colada Mix. Erinnert mich fast schon so ein bisschen an den Sunflotion und Malibu von Simone Andreoli. Ja, stimmt. Aber nur so von den Vibes her. Cooler Duft würde ich auf jeden Fall immer tragen. Ich finde, es ist ein absoluter Wohlfühlduft und der passt sowohl zu abends, wenn du irgendwie ein sexy Kleid anhast und dich hergerichtet hast, aber auch für den Alltag. Wie ist er für Männer geeignet, Alex? Was würdest du sagen? Weil Malibu wird ja oft auch von Männern getragen. Ne? Was würdest du beim Veritas sagen? Ich kann ihn mir als Mann auch gut vorstellen. Ich würde ihn auch tragen. Der hat irgendwie so diese sehr fruchtigen Sommer-Vibes in Verbindung mit der Kokosnuss. Das ist für mich wirklich Lebensfreude pur. Und ich glaube, als Mann, obwohl der Duft schon eine gute Süße hat und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig Frische, würde ich ihn trotzdem tragen. Gerade an so richtig warmen Sommernächten, Ich kann mir wenn das fast gut schon der vorstellen. Schweiß runterläuft. Da kommt er, glaube ich, gut. Total, kannst du mir auch gut vorstellen, an so gerichteten Männern auch. Der ist ein bisschen sexy. Ich finde, der hat schon so ein gewisses Sexappeal für mich. Würde ich gerne reinbeißen. Was haben wir jetzt? Wir haben Musk Therapy von Initio dabei. Auch ein sehr, sehr schöner, heller Duft. Oh, geil. Für mich so ein bisschen teeartig. Ja, wobei ich finde, dass man am Anfang so eine schöne, quarkige Mandarine mit rausnimmt. Ich finde es ganz witzig, dass der Duft, obwohl er ja auch von Initio ist, nicht so sehr schreit, aber der hat trotzdem eine gute Performance. Also wenn man den trägt, nimmt man den wahr. Aber ich finde so im Gegensatz jetzt auch zum Veritas, schreit der Musk Therapy nicht so. Und ich finde was ganz, ganz leicht Mandariniges, aber eben Helles riecht man da raus. Also ich musste ein bisschen schmunzeln bei quarkiger Mandarine. Mandarine rieche ich auf jeden Fall raus. Quark weiß ich jetzt nicht. Doch, quarkig, weil der ist so ein bisschen cremig, der Duft für mich. Und irgendwie auch ein bisschen frisch. Und deswegen ist mir irgendwie Quark in den Kopf gekommen. Cooler Duft, ja. Ist für mich auf jeden Fall auch ein Unisex-Duft, würde ich als Mann genauso tragen. Definitiv. Gar nicht aufdringlich, man hat hier eine schöne Frische, leichte, fruchtige Noten, ein bisschen was Bitteres. Ich, wie gesagt, rieche noch ein bisschen Tee raus, also dieses herbe, unterschwellige von grünem Tee. Ich würde den jetzt aber nicht tragen, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine kurze Erfrischung. Also obwohl wir diese Mandarine mit drin haben, ist es jetzt kein erfrischender Duft im klassischen das ist es Sinne. nicht. Das heißt, nimm den lieber, wenn du sagst, die Temperaturen sind angenehm und der Duft eignet sich dafür. Wenn du was richtig Erfrischendes willst, da haben wir andere dabei, die sich besser eignen. Zum Beispiel der nächste. Riechen wir mal den Perseus von Parfums de Mali. Auch ein neues Release von Parfums de Mali. Zur perfekten Zeit, weil das ist so ein richtig guter Sommer-Allrounder. Ja, absolut. Also ich persönlich mag ja sehr bittere Noten im Sommer. Und der Perseus, der macht das wahnsinnig gut. Der spielt mit der Grapefruit und für mich gefühlt mit der gesamten Frucht. Also sowohl mit der Schale als auch dem Fruchtfleisch und so weiter. Also volles Spektrum der Grapefruit. Ich glaube aber auch, dass das so ein Thema ist, ob man das mag oder nicht mag. Ne? Also ob du jetzt sagst, du magst diese Bitterkeit in dem Duft. Ich mag es auch total gerne, gerade im Sommer. Eben das, was ich gerade angesprochen habe, das ist schon so ein klassisch erfrischender Duft. Durch dieses bittere, eben zitrische. Ein sehr, sehr unkomplizierter Duft. Ein Duft, den man wirklich die ganze Zeit tragen kann, ob im Büro, im Alltag, abends zum Weggehen. Also da gibt es wirklich keine Einschränkung. Unisex? Gut, laut Mali ja eher nicht, weil der wurde ja in der Männerlinie released. Ich persönlich glaube, ja, wahrscheinlich passt er besser zu einem Mann als zu einer Frau. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ja, da kommen halt im Verlauf auf jeden Fall die Hölzer mehr raus. Und das ist halt das, was man als Frau dann schon mögen muss. Der Anfang ist Unisex, aber ich glaube im Verlauf ja tendenziell ein bisschen männlich, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt kommen wir wirklich zu einer frischen Bombe. Der Silver Marble von Simone Andreoli. Da haben wir jetzt wirklich einen schönen, aquatischen, zitrischen, sehr frischen, fast schon kommerziellen, maskulinen Männerduft. Absolute Duschgel-Vibes bei dem Duft, aber schön und auch wirklich sehr, sehr erfrischend. Da kommen mir auch Bilder von Wasser in den Kopf oder von einer schönen Dusche, die einfach erfrischend ist, so im Hochsommer. Auch ein eher maskuliner Duft, eben dadurch, dass es diese Duschgel-Vibes hat, den würde ich jetzt persönlich nicht tragen. Ich finde, er hat auch eine leichte Süße, aber sehr, sehr dezent, sehr schön gemacht. Jetzt kommen wir zu einem All-Time-Favorite. Zu einem All-Time-Favorite, der, wie ich finde, eine sehr besondere Art der Frische hat. Pacific Rock Moss von Go Through the Banks. Nicht, dass wir mal den Namen vergessen. So, so schön. Schon im ersten Riechen total erfrischend. Was Zitrisches, aber auch was Grünes, weil da ist Moos mit drin. Und was den Duft so toll unisex
macht, weil den trage ich auch total gerne, obwohl es auch ein Aquat ist einfach, dass es kein klassischer Aquat ist, weil der bekommt nämlich auch eine schöne Süße nochmal mit rein. Und das macht ihn einfach zu einem perfekten Unisex-Duft. Wirklich im Hochsommer, bei jeder Gelegenheit sprühe ich mir den total gerne drauf und fühle mich dann wie frisch geduscht quasi. Ja. Ohne dass er so Duschgel-Vibes hat, ne? Du, ich glaube, das ist so ein Allzeitfavorit. Also ich glaube, den Duft, den wird es auch noch in zig Jahren geben. Toller Duft, wie Lisa gesagt hat. Diese Verbindung aus zitrischen Noten mit Moos, mit Salbei und dennoch eine Frische, die mich wirklich so ein bisschen an Meer, Küste erinnert. Wir machen jetzt eine richtig fruchtige Reise mit dem Synergy von Scentologia. Das ist eine kleine Fruchtbombe, aber passt perfekt auch in den Sommer. Eher halt fruchtig süßer. Ein sehr schöner fruchtiger Duft, meiner Meinung nach auch Unisex, wobei klare Tendenzen hin zu weiblich. Ich persönlich rieche so eine fruchtgummiartige Ananas sehr prominent raus. Klar, wir haben da auch noch andere Früchte wie Apfel, Birne, Mango, aber für mich steht die Ananas im Vordergrund. Total. Ich finde, Birne riecht man auch noch gut raus. Und was bei dem Duft aber spannend ist, ist, dass der so eine Würzigkeit bekommt. Ich finde, das macht es auch im ersten Riechen ein bisschen, ja, man kann es nicht ganz so einschätzen, aber ich finde, so eine leichte Safrannote oder vielleicht auch aus der Bittermandel kommt da mit rein und das macht es so ein bisschen undefinierbar. Aber coole Kombination, das heißt, es ist nicht so ein platter Fruchtmix, sondern hat wirklich spannende Nuancen mit drin, eben mit diesem leicht würzigen. Und damit sind wir schon am Ende vom Video. Viel Spaß mit den Düften und ihr werdet auf jeden Fall richtig gut duften in diesem Sommer, wenn ihr einen von diesen austestet. Ciao! Ciao, ciao!